Was für eine Riesen-News. Ubisoft hat gestern die Blase platzen lassen und uns mitgeteilt, welche Assassin's Creed Games sie auf der Ubi Forward präsentiert werden. Und ja, ich rede von Mehrzahl. Außerdem wissen wir, welche Drops wir währenddessen verdienen können, beim Zuschauen vom Stream. Da sind auch einige interessante dabei. Und noch viele weitere News gibt es, unter anderem auch der offizielle Avatar Live Reveal dort. Aber das werdet ihr alles in diesem Video erfahren, also bleibt mit dabei. Gestern hat mein Discord nur so geklingelt, voller Informationen rund um die Ubisoft Forward, denn gestern hat Ubisoft einen Trailer dazu veröffentlicht, wo wir gleich zu Beginn sehen, dass Avatar Frontiers of Pandora ein Live-Reveal dort bekommen wird. Wir haben dort aber nicht zu viel gesehen. Wir werden aber dort sicherlich Gameplay oder einen weiteren Trailer zu diesem Spiel sehen. Da bin ich sehr gespannt drauf und sicherlich auch ein Release-Datum bekommen. Aber das ist nicht die größte News dieses Abends gewesen, sondern tatsächlich das, was danach kam, nämlich ein Live-Reveal zu Assassin's Creed Mirage. Das wurde offiziell in diesem Trailer angekündigt. Wir haben sogar neues Gameplay-Material, und zwar sehen wir 3 Kamele, die durch die Wüste reiten, und das sind natürlich die 3 Assassinen Bayek, Roshan und Fullard. Und wir sehen tatsächlich, dass Bayek da noch die Novizenrobe trägt, also die blaue Robe. Das heißt also, es muss zu Beginn des Games sein. Und wir sehen, was ich interessant finde, dass Fullard gar keine Kapuze hat, sondern wirklich so ein Kopftuch, ich weiß nicht, wie das tatsächlich heißt, diese Art von Tuch, die er dort trägt. Wir sehen auch, dass die am Feuer sitzen und Bayek seine Klinge ausfährt. Also vielleicht wird er dort seine Klinge bekommen, und im Anschluss sehen wir in der nächsten Sequenz, wie die 3 in einen Sandsturm reiten, und das könnte natürlich bedeuten, dass vielleicht Fullard oder beziehungsweise Roshan verloren geht oder Bayek vor allen Dingen, ja, Basim verloren geht. Es hat aber schon Origins-Vibes, muss man wirklich schon sagen, und ich freue mich riesig darauf. Im weiteren Verlauf des Trailers haben wir etwas zu The Crew Motorfest gesehen, für mich super uninteressant, deswegen skippe ich das jetzt mal, aber ganz am Ende gab es noch eine kleine Szene mit einem schwarz-goldenen Bild, und die Frau in dem Video fragt dann, hey, what's that game? Und ich glaube, das wird Skull and Bones sein, weil das hat die Farben von Skull and Bones, von dem Logo ein wenig. Aber das werden wir natürlich am 12. Juni um 19 Uhr auf Twitch oder YouTube sehen. Ich werde das Ganze auch streamen. Bei mir wird es Drops geben. Ich kann das Ganze co-streamen. Ich bin nämlich im Ubisoft Creator Programm drin, und da gibt es sehr, sehr nice Drops, und auf die gehe ich jetzt mit euch ein. Und zwar ist auf der Ubisoft Forward Seite eine Info zu sehen, wann das Ganze beginnt und was für Drops wir erhalten. Und wir bekommen 4 Drops fürs Zuschauen. Zum einen ein Avatar Frontiers of Pandora Slumbering Ikra Navi Weapon Trinket. Also ein Trinket, das könnte so ein Anhänger sein, sicherlich ähnlich wie in Rainbow Six Siege, die Waffenanhänger zum Beispiel. Und dann gibt es für Riders Republic ein Basecamp Duffelbag. Ja, auch ganz nett. Aber natürlich, jetzt kommen wir zu den interessanten Dingen, nämlich zu Assassin's Creed Valhalla. Dort kriegen wir einen Owen-Raben-Skin, und für Assassin's Creed Mirage, Leute, kriegen wir auch was, nämlich ein Oasen-Eingeweihter von Alamut-Farbe, also eine Färbung, eine Färbung für unser Outfit. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze aussehen wird, meine Freunde. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich riesig darauf. So langsam bin ich doch gehypt, aber es ist nicht das Einzige, was gestern geteilt wurde. Es geht weiter, Leute. Es wurde nämlich geteilt, dass wir auf der Ubisoft Forward Assassin's Creed Nexus VR sehen werden. Ein offiziellen Live-Reveal, eine offizielle Nachricht. In der Vergangenheit habe ich dazu ja ein Video gemacht, wo es auch schon geleaktes Material gab. Und nun haben sie auch den Codenamen weitergeführt. Es hieß damals schon Assassin's Creed Nexus. Das Ganze wird allerdings nicht für alle VR-Plattformen verfügbar sein, sondern nur für MetaQuest 2, MetaQuest Pro und MetaQuest 3. Und das, meine Freunde, ist auf jeden Fall schon heftig. Das ist natürlich die VR-Brille von Meta, also von dem Unternehmen von Facebook. Und ich gebe euch nur kurz mal eine Idee. Die MetaQuest Pro kostet 1.200 €. Das ist aber auch, glaube ich, eine, mit der man eher arbeitet, anstatt spielt. Die MetaQuest 2 kostet 450 €, also immerhin günstiger als die von der PlayStation. Und die MetaQuest 3, die dann später kommen sollte oder kommen wird, kostet 570 €. Ein Release von dem Spiel haben wir übrigens auch schon, denn auf der Oculus-Seite sehen wir so ein bisschen was dazu. Erstmal ist das Game ab 18, und für ein VR-Game, das stelle ich mir ziemlich stark vor, also drastische Gewalt in VR zu sehen. Heftig, okay. Aber im Text steht: Become a Master Assassin in this all-new Assassin's Creed game built exclusively for VR. Coming this holiday. Also bedeutet im Grunde, ja, Oktober, November, Dezember. Also parallel mit Assassin's Creed Mirage, mit dem Release. Tune into Ubisoft Forward on June 12th for the full game reveal.
wird cool sein, da werden wir auf jeden Fall mehr erfahren. Wir sehen hier auf jeden Fall, dass man das im Sitzen spielen kann, im Stehen, dass es ein Einzelspieler ist, dass es in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch erhältlich sein wird. Ja, und dass es natürlich von Ubisoft ist, das ist klar. Wenn euch diese Nachrichten aber bis hierhin gefallen haben, dann lasst doch gerne mal jetzt schon einen Daumen nach oben da für dieses Video und supportet mich gerne. Lasst auch gerne hier ein Abo da, denn ich werde dann natürlich, wie gesagt, co-streamen. Ich werde News zu den Games raushauen, also hier lohnt sich definitiv ein Abo für euch. Aber es ist noch nicht vorbei, Leute. Es ist noch nicht vorbei, es geht weiter, denn wir werden ins antike China gehen. Ja, step out of the shadows and into the vast world of ancient China. Learn more about Assassin's Creed Codename Jade at Ubi Forward on June 12th. Das werden wir auch noch sehen. Assassin's Creed Codename Jade. Dazu wird es was geben. Da gab es auch schon in der Vergangenheit geleaktes Material, aber hier sehen wir ein Bild und ich habe es gesehen und ich war so, hä, warte mal, was ist das denn? Hä, das sind doch die Terrakotta-Statuen. Okay, warte mal, da hinten sind noch chinesische Zeichen und erst dann habe ich den Text gelesen, aber das wird es auf jeden Fall geben, ein sehr schönes Concept Art, ich liebe das auf jeden Fall, sieht sehr aus, so ein bisschen wie Bayek und der gute Livino hat es auch nochmal drunter gepostet, auch wie dieser Kollege hier, das ist aus der Buchreihe, ich weiß nicht, wie die Buchreihe leider heißt, Assassin's Creed Dynasty, glaube ich, genau. Das sieht sehr, sehr ähnlich aus, sehr, sehr gut, viele Parallelen, danke für diesen Beitrag. Ja, und da bin ich sehr gespannt, was da noch kommt. Ich meine, wir haben noch insgesamt 10 Tage, bis die Ubisoft Forward stattfindet und sicherlich wird Ubisoft noch was zu Assassin's Creed Red vielleicht teilen, das wäre doch stark. Oder zu Skull and Bones oder zum Star Wars Game. Was eurer Meinung nach wird dann Ubisoft noch teilen? Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall kann ich euch mal empfehlen, meine Gameplay-Analyse zu Assassin's Creed Mirage. Da habe ich wirklich eine Menge Dinge aus dem Trailer rausgenommen, die sehr interessant sind, die ihr vielleicht nicht entdeckt habt. Aber sonst sehen wir uns im nächsten Video und spätestens im Stream auf der Ubi Forward. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschö mit Ö und ciao mit V.